Hühnchen süß-sauer ist ein alter Hut. Probiert lieber mal dieses unbeschreiblich leckere Orange Chicken. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Mal ehrlich, habt ihr unter der Woche keine Zeit zu kochen und bestellt euch lieber was? Dann ist dieses Rezept genau das Richtige für euch, denn es ist schneller zubereitet, als Lieferando klingeln kann. Wir verzichten bei unserer Version des Rezepts bewusst auf Knoblauch, weil wir finden, dass der Ingwer besser mit der Orange harmoniert. Aber wenn ihr ohne Knobi nicht leben könnt, macht gerne ein wenig dazu. Das Kashmiri Chili Pulver könnt ihr auch ersetzen, wenn ihr keins findet. Nehmt einfach je einen halben Teelöffel Paprikapulver und Cayennepulver. Auch der Star der Show hat schon einen Auftritt. Holt euch auf jeden Fall Bio-Orangen, weil wir die Schale brauchen. Achtet beim Reiben darauf, dass ihr nur die äußerste Schicht nehmt, das Weiß ist zu bitter. Für das Rezept nehmen wir Hähnchenbrust, die wir in mundgerechte Stücke geschnitten haben. Für eine vegane Variante ersetzt ihr Hähnchenbrust einfach mit Blumenkohl, den ihr vorher kurz blanchiert habt. Das schmeckt auch hervorragend. Wir haben euch ja schon oft Rezepte aus der indochinesischen Küche gezeigt, die von der chinesischen Diaspora in Indien entwickelt worden sind. Das Orange Chicken wiederum ist ein Beispiel der US-chinesischen Küche. Berühmtheit hat es erlangt vor allem durch die Restaurantkette Panda Express, wo es angeblich in den 80ern entwickelt wurde. Während das Huhn zieht, bereiten wir die Zutaten für die Soße vor. Die sind auch wieder denkbar einfach, außer ein wenig Ingwer und ein paar Frühlingszwiebeln gibt's auch nichts zu schnibbeln. Viele der beliebten Soßen aus chinesischen Restaurants, wie die Süß-Sauer-Sauce in Deutschland, die Chili-Sauce in Indien oder eben die Orange-Sauce in den USA, bestehen aus zwei Komponenten. Zum einen die Aromageber, die kurz aufgekocht werden, und zum anderen angerührter Speisestärke zum Eindicken. Als Hauptaromageber nehmen wir, wer hätte es gedacht, Orangen. Ihr könnt stattdessen auch direkt Orangensaft nehmen, allerdings solltet ihr dann die zusätzliche Zuckermenge reduzieren, damit es nicht zu süß wird. Dann mischen wir den Saft mit heller Sojasauce, Zucker, Reisessig und ein wenig Kurkuma. Außerdem rühren wir uns noch schnell ein wenig Wasser mit Speisestärke an. Der zweite Aromageber in unserer Version von Orange Chicken ist die berühmte chinesische Five-Spice-Mischung. Für die schnelle Variante kauft sie euch einfach, die gibt es in jedem größeren Supermarkt und wir haben sie euch unten auch verlinkt. Aber wir wären nicht Lucky Recipes, wenn wir euch nicht auch zeigen würden, wie ihr sie selbst machen könnt. Damit es ein bisschen schneller geht, müsst ihr sie nicht mörsern, ihr könnt sie auch einfach in der Kaffeemühle zubereiten. Die 5 Gewürze sind Sternanis, Fenchel, Sichuan-Pfeffer, Nelke und Kassiazimt. Sternanis und Fenchel geben der Mischung ihren frischen, mentholigen Duft. Sichuan-Pfeffer hat eine leicht betäubende und bitzelnde Wirkung. Nelken und Kassiazimt wiederum sind sehr wärmend. Ihr kennt beides wahrscheinlich schon aus unserem Garam Masala. Die Five-Spice-Mischung stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin und wird dort ebenfalls wegen ihrer wärmenden Eigenschaften geschätzt. Wenn euch jetzt schon der Magen knurrt, ihr was gelernt habt oder ihr uns einfach sympathisch findet, dann haut auf dem Abo-Button wie wir hier auf die Gewürze und helft uns dieses Jahr die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Wir wollen ein möglichst knuspriges Hähnchen im Teigmantel. Dafür rühren wir uns eine simple Marinade aus Reismehl, Mehl und Wasser an. Wenn ihr euer Hähnchen frittieren wollt, macht die Panade ein wenig dünner, für die Version aus dem Airfryer macht sie ein wenig dicker. Zum Frittieren heizt das Öl auf 175 Grad vor und lasst die Hähnchenstücke goldgelb werden. Das sollte um die 4 Minuten dauern. Für die Airfryer-Variante ölt zunächst den Korb ein und heizt die Heißluftfritteuse auf 204 Grad vor. Gebt das Huhn hinein und lasst es etwa 8 bis 10 Minuten backen. Ihr könnt es zwischendrin einmal durchschütteln und mit Öl besprühen. Wir machen die Soße in unserem Wok. Einfach kurz in Sesamöl oder neutralem Öl den Ingwer braten, bis er leicht frittiert ist. Für eine dezente Schärfe geben wir ein paar Chiliflocken dazu. Auch das Five Spice lassen wir kurz mitschwenken. Dann folgt das Weiß der Frühlingszwiebeln. Gebt als nächstes unsere Orangensaft-Sojamischung dazu und lasst sie kurz aufkochen. Jetzt gebt die angerührte Speisestärke dazu und lasst die Soße kurz aufkochen, bis sie schön eindickt.
Gebt die Hähnchenstücke zur Soße und schüttelt sie gut durch, damit sie von allen Seiten schön bedeckt sind. Das Hähnchen soll nicht in Soße schwimmen, sondern nur schön geglazed werden. Gebt noch Orangenschale, das Grün der Frühlingszwiebel und gerösteten weißen Sesam dazu für frischen Geschmack. Serviert das Gericht am besten mit frischem Jasminreis und verziert es für die Optik noch ein wenig mit Orangenschale, Sesam und Frühlingszwiebeln. Gekrönt wird es durch ein paar Orangenscheiben. Und schon habt ihr leckeres Essen vom Feinsten in Rekordzeit. Wenn ihr alles richtig timet, sollte das Ganze nicht länger als 25 Minuten dauern. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video. Tschüss!